Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich heiße Clemens und bin Experte für Haartransplantation. Heute habe ich ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet, und zwar künstliche Haarlinien versus natürliche Haarlinien. In meinem heutigen Video dreht sich alles um das Thema transplantierte Haarlinien. Bevor wir direkt einsteigen, eine kurze Übersicht. Zuallererst sollten wir klären, was überhaupt eine Haarlinie ist. Wie ist der Begriff Haarlinie definiert? Der zweite Punkt: Wie muss eine Haarlinie aussehen, bzw. welche Faktoren müssen beachtet werden, damit eine Haarlinie natürlich und nicht künstlich aussieht? Diese Faktoren sind zum Beispiel erstens das Design der Haarlinie, also die Höhe und die Form. Der zweite Punkt sind die Wuchsrichtungen, die Winkel der Haarlinie. Der dritte Punkt ist die Weichheit ganz vorne am Ansatz, die Natürlichkeit. Und der vierte Punkt ist die Dichte der Haarlinie. Und zu guter Letzt möchte ich euch natürlich noch zeigen, anhand von realen Beispielen, wie eine künstliche Haarlinie aussieht, was falsch gemacht worden ist und wie wunderschöne natürliche Haarlinien aussehen. Als erstes lasst uns kurz klären, was eine Haarlinie überhaupt ist. Wie ist der Begriff definiert? Es gibt zum Beispiel einige Synonyme, die sind Haaransatz oder auch Stirnhaargrenze. Also die Stelle, an der das Haar anfängt zu wachsen. Ganz wichtig ist zu betonen, dass eine Haarlinie eigentlich gar keine Linie ist, sondern eine unregelmäßige Aneinanderreihung von Haaren. Wir sollten uns dabei am besten an der Natur orientieren. Schaut eure eigene Haarlinie mal an, von Freunden, vom Vater, von Bekannten, und ihr werdet feststellen, es ist niemals ganz gerade wie an einem Lineal gezogen, sondern immer ganz leicht unregelmäßig. Die Ausprägung dieser Unregelmäßigkeit variiert natürlich. Bei einigen ist diese Ausprägung stärker, ist diese Unregelmäßigkeit stärker, bei anderen weniger. Ich habe dazu einige Fotos mal mitgebracht, mit Absicht vom Prominenten, weil ihr die alle kennen werdet. Starten wir mit dem Schauspieler George Clooney. Hier könnt ihr wunderbar sehen, dass seine Haarlinie eigentlich perfekt ist. Die Höhe ist optimal, die Form, das Design ist optimal, und achtet darauf, dass ganz vorne am Ansatz es sehr weich aussieht. Also es sind feine und weiche Haare und es sticht nicht ins Auge. Das zweite Beispiel, relativ ähnlich, der Schauspieler Bradley Cooper. Der hat eine ganz leicht zurückgehende Haarlinie und Mini-Geheimratsecken, aber ich finde vollkommen natürlich, sieht wirklich super aus. Und auch da das Gleiche, die Haarlinie ist ganz leicht gezackt, also unregelmäßig und wieder weich. Ein weiteres Beispiel: Leonardo DiCaprio. Der hat zum Beispiel eine leicht spitz zulaufende Haarlinie, auch die Unregelmäßigkeit, die Ecken etwas größer, aber auch super natürlich, sieht sehr gut aus. Und als letztes Beispiel die Haarlinie vom Schauspieler Patrick Wilson. Der hat zum Beispiel eine hohe Stirn, Geheimratsecken, aber auch da, ich finde, es sieht sehr natürlich aus. Die Haarlinie ist wieder leicht unregelmäßig und einen ganz schön weichen Haaransatz. Jetzt werdet ihr natürlich auch feststellen, gerade wenn man Schauspieler, Prominente anschaut, dass einige eine wirkliche Linie haben. Aber in der Natur kommt es nicht vor. Da müssen wir beachten, dass die Prominenten sich häufig die Konturen an der Haarlinie und an den Schläfen rasieren lassen. Auch da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Der Rapper und Musiker Drake hat eine sehr tiefe Stirn, eine sehr harte Haarlinie, das ist abrasiert. Und das zweite Beispiel vom Tennisspieler Nick Kyrgios. Auch der lässt sich regelmäßig den Haaransatz, die Konturen rasieren. Das hat er sogar einmal in einem Interview selbst gesagt. Das heißt, zu guter Letzt, wenn ihr euch eine Haartransplantation unterzieht, eine neue Haarlinie machen lasst, achtet darauf, dass die leicht unregelmäßig wird, dass es ein weicher Haaransatz wird. Und solltet ihr wünschen, später mal einen geraden Haaransatz oder mit starken Konturen zu haben, dann könnt ihr das immer noch rasieren lassen. Anhand dieser Beispiele
von Prominenten und Schauspielern und deren natürlichen Haarlinien können wir einige Faktoren ableiten, die sehr, sehr wichtig sind, damit eine transplantierte Haarlinie natürlich wird. Der erste Faktor ist das Design der Haarlinie. Das heißt zum Beispiel die Höhe. Es gibt die sogenannte Ein-Drittel-Regelung. Das heißt, der Abstand vom Kinn bis zur Nasenspitze beträgt 1/3, von der Nasenspitze bis zu den Augenbrauen 1/3 und von den Augenbrauen bis zum ersten Haar bzw. zum Haaransatz auch 1/3. Man sagt, dass das die perfekten Proportionen im Gesicht sind. Das heißt, tiefer sollte man den Haaransatz nicht ziehen, sonst wird das Kinn auf einmal lang. Höher kann man natürlich auch, um zum Beispiel Spenderhaare zu sparen oder wenn man sowieso zum Beispiel einen hohen Haaransatz hatte, diesen beibehalten möchte, kann man einfach nur eine Verdichtung der Haarlinie durchführen. Neben der Höhe ist auch das Design der Haarlinie unheimlich wichtig. Da gibt es verschiedene Formen. Zum Beispiel, wie eingangs gezeigt, eine leicht spitz zulaufende Haarlinie, wie bei Leonardo DiCaprio. Die zweite Form ist etwas konservativ und rundlich. Und die dritte Möglichkeit, die dritte Form der Haarlinie ist recht jugendlich, aggressiv und gerade. Welche Form und welcher Typ der Haarlinie für wen am besten ist, das muss der Arzt mit euch, mit dem Patienten in einem ausführlichen Gespräch entscheiden. Das ist abhängig von Alter, vom Ausmaß des Haarausfalls, von der Anzahl der Spenderhaare, die man zur Verfügung hat und natürlich auch vom Knochenbau und vom Gesicht. Zum Beispiel Leute mit einem etwas schmaleren Gesicht, denen steht häufig eine leicht spitz zulaufende Haarlinie. Leute mit einem etwas rundlicheren Gesicht, breitem Gesicht, eher eine rundliche Haarlinie. Der zweite Faktor in Bezug auf eine natürlich transplantierte Haarlinie ist die Dichte. Auch wenn bei einer Haartransplantation die ursprüngliche Haardichte, wie sie zum Beispiel mal mit 18 Jahren war, nicht mehr erreicht, muss man versuchen, eine gewisse Mindestdichte zu kreieren, damit es natürlich aussieht und nicht jedem sofort auf den ersten Blick auffällt, dass das eigentlich transplantiert ist. Die Dichte wird auch vom Arzt bestimmt, ist abhängig von Hautfarbe, ist abhängig vom Kontrast der Haut zu den Haaren, ist abhängig von der Haardicke, von den Eigenschaften der Haare, ob gelockt, gewellt oder kerzengerade. Also das sind alles Faktoren, die eine wichtige Rolle in Bezug auf die Haardichte spielen. So, nun der dritte Punkt einer natürlich transplantierten Haarlinie, und zwar die Wuchsrichtungen der Haare bzw. die Winkel. Ich zeige das mal ganz kurz an mir selbst. Vorne am Haaransatz sollten die Haare ca. im 30 bis 45 Grad Winkel rauswachsen. Wenn man weiter nach links geht, zur linken Geheimratsecke, leicht nach links, dementsprechend die rechte Geheimratsecke leicht nach rechts. Je höher man geht, der vordere Bereich, Kopfmitte und die Krone hinten, desto höher wird der Winkel. Das heißt, man hat von 30 Grad bis teilweise 90 Grad verschiedene Winkel auf dem Kopf. Die Wuchsrichtung und Winkel wollte ich noch mal ganz kurz deutlich machen anhand eines Fotos vom amerikanischen Arzt Dr. Shapiro. Der hat das vor vielen, vielen Jahren mal genau illustriert. Hier seht ihr die verschiedenen Wuchsrichtungen und Winkel. Auch da wieder vorne am Haaransatz ca. 30 bis 45 Grad. Und wenn man dann nach rechts, zur rechten Geheimratsecke geht, seht ihr, dass die Wuchsrichtungen sich leicht ändern und drehen. Und zum Beispiel an der Schläfe rechts, was ein recht schwieriger Bereich in der Haarchirurgie ist, seht ihr, dass die Haare eher Richtung Ohr wachsen und mit sehr spitzen Winkeln. Da muss der Arzt darauf achten, damit es hinterher natürlich aussieht und nicht künstlich. Der vierte und letzte Faktor ist die Natürlichkeit oder Weichheit des vorderen Haaransatzes. Gerade da, wenn ihr jetzt häufiger mal online aktiv seid, bei YouTube, bei Google, euch Fotos und Video anschaut, sieht man leider häufig, ich sehe es auf den ersten Blick, dass der Haaransatz sehr hart aussieht. Also da stimmt irgendwas nicht. Es sieht nicht hundertprozentig natürlich aus. Grund dafür ist, dass Transplantate, also Grafts, in die vorderste Reihe ganz vorne implantiert worden sind, die mehrere Haare beinhalten.
Es gibt ja Graft, ist das englische Wort für Transplantat, und ein Transplantat besteht aus 1 bis 4 Haaren. Und die Grafts, die ein Haar beinhalten, sollten ganz vorne in die vorderste Linie implantiert werden, damit es natürlich aussieht. Und dahinter, in den definierten Bereich, Grafts mit 2 Haaren, mit 3 Haaren oder auch 4 Haaren. Das heißt, man hat vorne einen Übergangsbereich, eine weiche Zone und dahinter eine definierte Zone. Ich fasse noch mal kurz zusammen, welche 4 Faktoren wichtig sind, damit eine transplantierte Haarlinie natürlich aussieht. Punkt 1 war das Design der Haarlinie. Punkt 2 war die Dichte im vorderen Bereich in der Linie. Der dritte Punkt, den wir besprochen hatten, die Wuchsrichtungen und Winkel der Haare. Und zu guter Letzt die Natürlichkeit bzw. die Weichheit am vorderen Haaransatz. Lasst uns anhand dieser 4 Faktoren jetzt mal einige Beispiele analysieren. Reelle Beispiele aus dem echten Leben. Der erste Mann ist ein englischer B-Promi, der sich vor einiger Zeit hat den Haaransatz tiefer machen lassen, die Ecken, die Schläfen hat kleiner machen lassen. Und da sieht man sofort auf den ersten Blick, dass es eine katastrophale Transplantation ist. Die Dichte ist zwar einigermaßen okay, aber Wuchsrichtung ist falsch, die Winkel sind falsch. Es wurden vorne in den ersten Haaransatz, in die erste Reihe, Grafts mit mehreren Haaren implantiert, was die Haarlinie nicht weich, sondern hart und dementsprechend künstlich aussehen lässt. Und auch das allgemeine Design der Haarlinie passt nicht. Die Höhe des Haaransatzes ist zwar okay, aber man hätte die Geheimratsecken etwas offener lassen müssen. Man hätte die Schläfen nicht behandeln müssen, dann wäre es viel natürlicher. Und diese schlecht gemachte Transplantation jetzt wieder rückgängig zu machen, ist extrem schwierig bis fast unmöglich. Daher ist es sehr wichtig, dass man im Rahmen einer Haartransplantation diese 4 Faktoren beachtet. Gehen wir über zum zweiten Beispiel. Das ist ein Patient, der war Mitte 30 und kam zu uns vor 3 Jahren. Der war in einer türkischen Klinik und hat ca. 3500 Grafts bekommen. Wie wir sehen, ist leider nicht viel angewachsen, ungefähr 2 Finger breit vorne. Die Form der Haarlinie passt nicht, es ist einfach zu tief, zu gerade, und hinter der Haarlinie ist alles kahl bis nach hinten hin. Das heißt, es sieht nicht natürlich, sondern künstlich aus. Was hätte man besser machen können? Den Haaransatz ein Stück höher, die Geheimratsecken einen Tick offener gelassen, und dementsprechend hätte man viel weiter auf dem Oberkopf bzw. viel weiter nach hinten hin arbeiten können, um ein stimmiges Gesamtbild zu erhalten. Wir haben dann das, was im Spenderbereich an Spenderhaaren noch zur Verfügung stand, genommen, um den Bereich hinter der Haarlinie so gut wie möglich aufzufüllen. Aber da es einmal falsch gemacht worden ist und die Haarlinie zu tief, zu aggressiv war, kriegt man natürlich kein perfektes Ergebnis mehr hin, aber eine deutliche Verbesserung ist schon möglich. Das dritte Beispiel ist ein junger Mann, bei dem leider alles falsch gemacht worden ist. Alle 4 Faktoren. Die Dichte ist nicht ausreichend, die Wuchsrichtung und Winkel sind vollkommen falsch. Also es ist teilweise in der Haarlinie wachsen die Haare im 60 oder im 90 Grad Winkel nach oben. Die Schläfen wurden behandelt, gerade die linke Schläfe, wie ihr auf diesem Bild sehen könnt. Und man sieht auf den ersten Blick, da stimmt irgendwas nicht. Es sieht nicht natürlich aus. Und des Weiteren wurden ganz vorne in die erste Reihe auch wieder Grafts, also Transplantate, mit mehreren Haaren implantiert. Auch das Design passt nicht. Die Haarlinie ist wieder ein Tick zu tief. Die Geheimratsecken hätten wieder etwas offener gelassen werden müssen, damit ein stimmiges Gesamtbild erzeugt wird. Und der Patient wird ja nicht mehr jünger, sondern nur noch älter. Das heißt, wenn man eine Haartransplantation plant, muss man langfristig denken und nicht kurzfristig. Es muss auch mit 40, mit 50, mit 60 Jahren noch natürlich aussehen. Deswegen lieber ein Stück höher ansetzen, ein Stück konservativer, als von Anfang an zu gerade, zu tief und zu aggressiv. Ihr habt jetzt einige Beispiele gesehen von
Menschen, die leider eine schlechte OP hatten und künstliche Transplantation erhalten haben. Lasst uns rübergehen zur anderen Seite, zu den natürlichen Haarlinien und auch diese uns anschauen und analysieren. Die erste Arbeit ist von unserem Partnerarzt Dr. Demissoy. Das war ein 27-jähriger Patient, der wenig bis keinen Haarausfall in der Familie hatte. Dementsprechend konnten wir die Haarlinie etwas jugendlicher, etwas gerader ansetzen. Hier seht ihr das Design, die aufgezeichnete Haarlinie. Im Folgenden das Foto nach der OP. Jetzt nach 10 Tagen, nachdem die Krusten und der Schorf abgefallen sind. Und das Ergebnis nach 7 Monaten. Und hier kann man auch wieder die 4 Faktoren anwenden. Es ist eine hohe, eine ausreichende, eine schöne Dichte. Das Design passt, die Wuchsrichtung, die Winkel passen und ganz wichtig, es sieht weich und natürlich aus, weil Dr. Demissoy vorne Einser-Grafts, also Transplantate mit nur einem Haar implantiert hat. Der zweite Fall ist von unserem Partnerarzt Dr. Gür. Es war ein 25-jähriger Patient, auch der hatte wenig bis keinen Haarausfall in der Familie. Auch daher konnten wir wieder etwas jugendlicher, aggressiver ansetzen. Wir haben den vorderen Bereich ca. 1 bis 2 Finger breit aufgefüllt und transplantiert. Ein kurzes Video dazu. Hier sieht man auch wieder wunderbar, dass es einfach natürlich aussieht. Das Design passt, die Dichte ist hoch, Wuchsrichtung, Winkel und der letzte Punkt, es sieht weich aus, weil auch hier wieder Einser-Grafts, Single-Hair-Grafts ganz vorne in die vorderste Reihe implantiert worden sind. Zum Schluss noch ein wichtiges Thema, was am Herzen liegt, und zwar Zacken. Zacken in der Haarlinie oder Frankenstein-Look, wie ich es manchmal gelesen habe. Ich merke, dass viele Patienten oder viele Interessenten große Angst vor diesen Zacken haben, wobei eigentlich braucht man gar keine Angst davor haben, weil nicht die Zacken schuld an dem künstlichen Ergebnis sind, sondern die technische Durchführung, also der Arzt oder die Klinik. Wichtig ist, dass in diese Zacken Grafts mit nur einem Haar implantiert werden. Hier seht ihr ein Beispiel, das ist die Arbeit unseres Partnerarztes Dr. Sahin Uglu, ein 40-jähriger Herr, der fast keine Haare mehr hatte. Das heißt, wir haben die Haarlinie rekonstruiert mit einer leichten Unregelmäßigkeit und diese leichte Unregelmäßigkeit wird durch dieses berühmte Zickzack-Muster dargestellt. Jetzt ist es wichtig, dass in die Zacken Grafts mit nur einem Haar implantiert werden. Und das hat Dr. Sahin Uglu selbstverständlich beachtet. Und jetzt schaut euch das Ergebnis nach 7 Monaten an. Die Zacken sind verschwunden. Man sieht nur noch, dass es eine sehr extrem natürliche Haarlinie ist, dass es sehr gut aussieht, dass die Dichte okay ist, trotz der Feinhaare und jemand auf der Straße unmöglich merken würde, dass es eigentlich transplantiert ist. Heißt zusammenfassend möchte ich sagen, nicht die Zacken an sich sind schuld oder die Unregelmäßigkeit, sondern die technische Durchführung. Deswegen, wenn ihr euch für eine Haartransplantation interessiert, wenn ihr darüber nachdenkt, schaltet einen Gang zurück, lasst euch Zeit bei der Entscheidung und bevor ihr die Klinik oder den Arzt auswählt, bestimmt erstmal für euch selbst, wie könnte denn meine Haarlinie aussehen. Stellt euch vor den Spiegel, nehmt euch ein Maßband, misst es ab, die 1/3-Regelung, die ich erklärt habe, zeichnet es mal auf mit einem Make-up-Stift zum Beispiel und guckt, wie eine transplantierte Haarlinie oder wie eine Haarlinie aussehen könnte. Guckt in eurer Familie, gibt es Haarausfall? Wie könnte ich in 10, in 20, in 30 Jahren aussehen? Wie weit wird die Haarlinie noch zurückgehen? Wie viel Haarausfall werde ich noch haben? Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Das heißt, eine Haartransplantation wird nicht kurzfristig, sondern langfristig geplant. Es ist ein ganzes Leben und ein ganzes Leben werdet ihr die transplantierte Haarlinie beibehalten. Das heißt, wenn einmal was falsch gemacht worden ist, die Haarlinie künstlich aussieht, ist es leider sehr, sehr schwer, diese zu reparieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Stellt bitte eure Fragen zum Thema Haarlinie, zum Thema Haartransplantation im Allgemeinen, Haarausfall unten in den Kommentaren oder ihr könnt mir auch gerne direkt eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine Kontaktdetails unten in der Beschreibung. Bitte vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald!